Servus Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal etwas bisschen anderes, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Hier gibt es jetzt in Deutschland immer mehr asiatische Hornissen. Die sind invasiv und auf die könntet ihr auch treffen, wenn ihr Herping macht. Hier sind richtig viele. Viel Spaß dabei. Laut einer neuen Studie ist Deutschland mittlerweile von rund 2000 gebietsfremden Arten besiedelt, die sich fest etabliert haben. Das ist fast doppelt so viel, wie das Bundesamt für Naturschutz zuvor angegeben hatte, und die Dunkelziffer dürfte sogar noch weit höher liegen. Dasselbe gilt für die Zahl invasiver Arten, also solcher, die nachweislich ökologische und/oder wirtschaftliche Schäden verursachen. Deutschland ist somit ein europäischer Invasions-Hotspot. In Reptilia 164 haben wir euch mitgenommen zur Bekämpfung des amerikanischen Ochsenfroschs, die schon schwierig genug ist. Frösche können allerdings nicht fliegen, die asiatische Hornisse dagegen schon. So ist es denn kein Wunder, dass der Kampf gegen diese Art längst verloren ist. Die aus China und dem angrenzenden Indien und Myanmar stammende Unterart Vespa velutina nigritorax wurde wohl 2004 in Südfrankreich eingeschleppt, in Deutschland 2014. Auch in vielen anderen Ländern Europas und Asiens hat sie sich etabliert. 2023 wurde sie dann auch in den USA nachgewiesen. Hier seht ihr mal im Schnelldurchlauf den globalen Eroberungszug der asiatischen Hornisse. Die asiatische Hornisse kann sich rasend schnell ausbreiten. In Korea, wo sie 2003 einwanderte, ist sie mittlerweile die häufigste Hornissenart. Die erkennt ihr übrigens daran, dass die das orangene Band haben. Schaut mal hier. Das richtig leuchtet schon so orange, gelb. Richtig schöne Farbe eigentlich. Und ansonsten sind die schwarz. Also sehen auch bedrohlich und schön aus. Zum Vergleich seht ihr hier unsere heimische Hornisse. Sie ist nach Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt. Unselektive Fallen verbieten sich schon allein deshalb. Die asiatische Hornisse kommt praktisch in allen Bundesländern vor, mit einigen Schwerpunkten. Zum Beispiel im Rhein-Main-Neckar-Gebiet. Im Jahr 2023 wurden allein in Baden-Württemberg über 550 Nester gemeldet. In Deutschland hat die Politik praktisch schon kapituliert. Im März 2025 stufte sie die Art als bundesweit weit verbreitet ein. Damit gilt sie als in Deutschland etabliert und die Ausrottungspflicht seitens der zuständigen Behörden, die in der Anfangsphase der Invasion aufgrund von EU-Recht bestand, entfällt. Wenn ihr jetzt also ein Nest auf eurem Grundstück entdeckt und es entfernen lassen möchtet, dann müsst ihr erst zum Dienstleister gehen, ihn dazu beauftragen und ihn dann auch noch selbst bezahlen. Und das kann durchaus nötig werden, denn normalerweise sind sie relativ friedlich, so wie auch unsere heimische Hornissenart. Aber bereits bei der kleinsten Störung ihres Nests, dann verteidigen sie es hochaggressiv. Und als eine solche Störung gilt schon eine Annäherung an das Nest von etwa 5 Metern, also da greifen sie dann schon an. Und für Allergiker kann das sogar tödlich enden. Aber nicht nur allergische Effekte sind hier zu fürchten, sondern tatsächlich auch die Giftwirkung selbst. Das Gift ist ein ganzer Cocktail aus verschiedenen Komponenten, darunter Neurotoxine, wie sie auch bei schwarzen Witwen vorkommen, und hämolytische Giftkomponenten, wie sie sonst kaum bei Hautflüglern auftreten, sehr wohl aber bei Giftschlangen. Das Gift kann im Extremfall zu Organversagen oder sogar zum Tod führen. Ein Mann starb, nachdem er in der Nähe von Reims von asiatischen Hornissen angegriffen worden war.
3 Tote in 2 Wochen in Galicien durch Angriffe asiatischer Wespen. Ein Angriff asiatischer Hornissen fordert 1 Toten und 4 Verletzte in der Bretagne. Auch aus Deutschland wurden schon Zwischenfälle gemeldet. 3-mal gestochen, anschließend massive Reaktion, zeitweise ohnmächtig, er wurde in die Notaufnahme eingeliefert. Ein Reporter des SWR, der eine Nestbekämpfung filmte, beschreibt die Folge eines Stichs so: Mich als Reporter hat's erwischt, ausgenockt von einer asiatischen Hornisse. Der ganze Körper kribbelt, die Zunge wird schwerer, alles schwillt an. Thomas Beißel auf velutina.de. Systemische toxische Reaktionen sind Rhabdomyolyse, Muskelzellauflösung, akutes Nierenversagen, Leberschäden, Herzrhythmusstörungen und neurotoxische Symptome. Berichte aus China und Südkorea dokumentieren Multiorganversagen und Todesfälle. Bei sensibilisierten Personen kann bereits ein einzelner Stich eine schwere, potenziell lebensbedrohliche anaphylaktische Reaktion auslösen. Leider wird es wohl nicht bei diesen Toten bleiben. Stellt euch zum Beispiel mal vor, ihr stoßt als Dachdecker oder Schornsteinfeger ungeschützt auf ein Nest unter Dachziegeln und werdet angegriffen. Dann gute Nacht. Der spanische Hornissenexperte Feas schreibt Folgendes: Aufgrund ihrer Gewohnheiten, Häufigkeit und weiter Verbreitung wird das Risiko, das Vespa velutina für die menschliche Gesundheit darstellt, von keiner anderen einheimischen Hymenopterenart übertroffen. Außer zu stechen kann die Art offenbar auch eine Flüssigkeit absondern, die die Augen schädigt. Neben dieser Gefahr für die menschliche Gesundheit bereitet die asiatische Hornisse aber auch noch andere Probleme. Teils ernährt sie sich nämlich von Früchten, was in Frankreich, Spanien und Portugal bereits zu vermindertem Ertrag bei der Ernte von Erdbeeren und teils sogar zu Totalausfällen bei Weintrauben geführt hat. Schäden in Millionenhöhe sind die Folge. Auch die Imker zittern, denn für die Aufzucht der Larven im bis zu 1 Meter messenden Nest braucht ein Volk der asiatischen Hornisse rund 11 Kilogramm Insekten und Spinnen pro Jahr. Das können dann bis zu 110.000 Honigbienen sein, und so wurden aus Frankreich schon sehr früh 30-80% Völkerverluste gemeldet. Bei starken Völkern und nur einzeln anfliegenden asiatischen Hornissen können sich die Bienen teils auch selbst helfen, aber bei Massenattacken gelingt das einfach nicht. Bei massiven Angriffen kann ein Volk so eingeschüchtert werden, dass die Bienen sich gar nicht mehr heraustrauen. Dann droht das Volk zu verhungern. Hier seht ihr jetzt mal eine Attacke asiatischer Hornissen auf eine Honigbiene, die sich herausgetraut hat. Hier nochmal etwas größer. Und hier wie eine asiatische Hornisse sich eine Biene schnappt und wegträgt. Schon beeindruckend, oder? Das hier ist wirklich eine krasse Aufnahme. Die asiatische Hornisse schnappt sich eine einzelne Biene. Jetzt kommt ihre Schwester ihr zu Hilfe und will sie retten, hat aber keine Chance. Die Hornisse trägt ihre Beute weg. Die asiatische Hornisse zerlegt Honigbienen und ist meist nur am muskelreichen Bruststück interessiert. Die Proteine braucht sie für ihre Brut. Eine neue Deep Sequencing Studie hat das unglaublich breite Beutespektrum der asiatischen Hornisse gezeigt. Es umfasst Bienen, Wespen, Fliegen, Käfer, Heuschrecken, Wanzen, Schmetterlinge und Spinnen. Unter den Top 50 sind 43 Arten Blütenbesucher und darunter wiederum einige der landwirtschaftlich wichtigsten Bestäuber Europas, wie Honigbiene, dunkle Erdhummel und Steinhummel, auch wenn das Erbeuten von Hummeln offenbar noch nicht direkt beobachtet wurde. Die Ergebnisse deuten auf potenziell erhebliche Risiken nicht nur für Honigbienen hin, sondern auch für wildlebende Bestäuber wie Hummeln und andere Wildbienen.
und damit natürlich auch für die Bestäubung von Pflanzen. Das Primärnest wird geschützt angelegt, das riesige Sekundärnest, das dann bis zu 2000 Arbeiterinnen und 500 bis 1000 Jungköniginnen umfassen kann, in 10 bis 30 Metern Höhe, meist dann in Bäumen. Aber auch an anderen Orten baut die asiatische Hornisse ihre Nester, was dann natürlich sehr gefährlich werden kann. Zum Beispiel in Hecken, Gartentruhen oder Gartentischen, in Zählerkästen, oder hinter der Balkonverkleidung. Für die Bekämpfung gibt es verschiedenste Verfahren. In aller Regel ist dafür ein Vollschutzanzug nötig, weil die asiatische Hornisse ihr Nest sehr aggressiv verteidigt, wie schon gesagt. Hier seht ihr, wie Eric Laurin die Leiter hochklettert und den asiatischen Hornissen im Nest den Gar ausmacht. Es gibt aber auch andere Methoden, vor allem vom Boden aus mit langen sogenannten Lanzen. Die Systeme werden immer ausgeklügelter. Bei dieser cleveren Methode hier wird das gesamte Nest einfach abgesaugt, Stück für Stück. Natürlich wird intensiv geforscht, werden zudem laufend weitere Verfahren für das effektive Management entwickelt, vom Aufspüren der Nester mittels Telemetrie bis zur selektiven Fallen, auch schon App-gesteuert. Wir haben mit sächsischen Entwicklern eine Velutina-Falle entwickelt. Und zwar waren unsere Vorgaben natürlich eine 100%ige Unterscheidung, also eine Selektion, dass sie praktisch nur Velutinas fängt, ohne Beifang, ohne dass sie andere Hornissen oder Wespen mit in die Falle einfängt. Das haben wir jetzt geschafft. Angesichts all dessen ist es natürlich extrem kontraproduktiv, wenn die asiatische Hornisse aus rein ideologischen Gründen verharmlost wird, wie das die taz zum Beispiel macht. Sie titelte Hysterie wegen invasiver Arten. Die asiatische Hornisse ist halb so wild und Schädlichkeit nicht nachgewiesen. Tenor des Beitrags der Autorin, deren Schwerpunkt unter anderem Gender ist und die selbst zugibt, nur einmal in ihrem ganzen Leben eine asiatische Hornisse gesehen zu haben, alles nur Fremdenfeindlichkeit und rechte Wortwahl. Entsprechend empört reagierten Fachleute und Betroffene. Ich bin als aktiver Umweltschützer und Bienenhalter kein Imker, gnadenlos von diesem Artikel enttäuscht. Dieser Artikel fundiert auf unzureichender Recherche, Falschinformationen und politischer Inkompetenz. Leute, so eine Blamage. Was generell die Behauptung betrifft, es herrsche Hysterie um invasive Arten. Studien zeigen, dass invasive Arten jährlich Schäden verursachen in Höhe von zig bis hunderten Milliarden Euro. Außerdem gehören invasive Arten zu den Top 5 größten Ursachen für den Verlust der Biodiversität. Deswegen Leute, wie wär's mal mit solider Recherche und Ahnung vom Thema? Insgesamt also noch eine weitere Art, mit der wir künftig leben müssen,
die uns aber wohl noch das ein oder andere Problem bereiten wird. Es geht hier keineswegs um Panikmache, aber darum, das Thema ernst zu nehmen. Habt ihr diese Art vielleicht schon mal irgendwo beobachtet? Falls ja, wo? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Nach wie vor gilt aber, wenn ihr solche Nester entdeckt, dass ihr sie meldet. Dafür hat jedes Bundesland eigene Meldestellen. Diese verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.